und der hat das Problem, oder soll zumindest das Problem haben, dass er nur einen Tag überhaupt die Feuchtigkeit hält. Ich habe hier das kleine gelbe Messgerät wieder angeschlossen und bei der Erstinbetriebnahme alle eingestellten Parameter mir mal durchgespielt, und es war eigentlich nur eine Verstellung in der Kalibration. Aber das Thema kennen wir schon, dass man außer mit diesem kleinen gelben Messgerät hier, ich will die Firma nicht nennen, Sie werden es nachher sehen in Nahaufnahme, nur mit diesem Messgerät, weil das wirklich im Sekundenrhythmus misst, kann man eigentlich die genaue Temperatur in dem Gerät feststellen und auch einstellen. Ich habe also die Kalibrierung auf 0 gesetzt und damit war auch wieder die Toleranz zwischen 37,4 und 38,1 drinne, alles gut. So, aber jetzt soll es ja darum gehen, Feuchtigkeitsanzeige. Wie ihr hier seht, haben wir zwischen 65 und 66. Das ist natürlich so eine Messungenauigkeit, ist aber vollkommen uninteressant erstmal. Wichtig ist, wir haben nur eine Rille gefüllt, wie wir ja auch nur brauchen, und ich habe innen drin ein Haarhygrometer, was vorher auch kalibriert nochmal wurde, und wir vergleichen mal die beiden Ergebnisse. Wie weit kann ich dieser Anzeige vertrauen? Eigentlich gar nicht, sage ich mal. Wir machen jetzt mal vorsichtig den Deckel auf, damit wir das Dosenhygrometer sehen, und wir sehen so ungefähr 53%. Wir machen auch gleich wieder zu, weil ich ja sehen will, wie viele Tage hält das Gerät. Das heißt also, diese Anzeige hier vorne ist ein Schätzeisen. Das wissen wir aber. Alle, die ein Dosenthermometer bzw. diesen China-Brüder haben, haben auch ein Dosenthermometer drin und wissen, dass also hier vorne die Anzeige totaler Quatsch ist. Das Einzige, was man erkennen kann hier ist, wenn die Küken nachher schlüpfen, dann geht die Feuchtigkeit über 66 hoch, also 72 ungefähr habe ich da schon gesehen. Aber das höre ich auch, das brauche ich hier nicht sehen. Ne? Im Moment fällt sie natürlich, ist klar. Also es funktioniert. Es funktioniert auch, wenn die Feuchtigkeit dann intern weit unter 40 geht, dann ist das Alarm hier eingeschaltet auf 35, und wenn ich also auf 40 den Alarm einschalte, dann funktioniert das auch. Wir werden noch mal in ein paar Tagen uns damit beschäftigen. Für heute erstmal soweit in Ordnung. Das heißt also, der läuft nun auch schon über 12 Stunden und der hat die Feuchtigkeit, wie gesagt, gehalten. Aber das Problem sollte ja sein, dass also die Feuchtigkeit alle paar Stunden zusammenbricht und man muss wieder ein neues Wasser nachschütten und, was allerdings also ich so nicht nachvollziehen kann. Außer man glaubt hier vorne diesem Messgerät, aber da wäre ja eigentlich viel zu viel, da müsste man schon den Deckel auflassen, und wenn man den Deckel auflässt, dann bricht das natürlich innerhalb, kannst du sagen, einen Tages ist das gesamte Wasser weg. Davon gehe ich aus. Also es war wahrscheinlich hier nur die Täuschung mit der Feuchtigkeitsanzeige.